Wie bin ich dazu gekommen, diesen Anhänger zu bauen? Ich mache Reisen mit dem Rad, also eigentlich mit einem solchen Liegerad. Das ist ein jetzt etwas in die Jahre gekommenes Fahrrad der Firma Optima. Hier dick bepackt mit Taschen, in denen Bekleidung, Fotoausrüstung, Zelt, Schlafsack, was man sonst noch so alles braucht für eine 4-wöchige Reise drin ist. Und an und für sich macht es auch ziemlichen Spaß, mit diesem Ding durch die Gegend zu fahren. Man kommt zügig vorwärts, sieht viel von der Welt. Das langsamere Reisetempo ermöglicht mir auch, mich mehr dem zu widmen, wo ich mich durchfahre. Deswegen mache ich solche Sachen auch nicht mit dem Auto. Also nicht nur, weil ich keins habe, sondern Fahrrad kommt mir irgendwie besser vor dabei. Und diese Art des Reisens hat bei all ihrer Praktikabilität und Sportlichkeit einen Nachteil, nämlich sie ist an die schöne Jahreszeit gebunden und man kann in einem Zelt nicht so richtig lange ausharren. Also so sieht das dann aus, wenn ich irgendwo in der Landschaft liegen bleibe. Dann habe ich da dieses 2-Mann-Zelt, da passen die Taschen rein, ich passe da rein. Aber aufrecht sitzen kann ich da drin eigentlich nicht wirklich. Und wenn ich jetzt Bilder bearbeiten möchte, was ich schon unterwegs an Fotos gemacht habe, bin ich eben an das gebunden, was der Laptop eben an Batterieleistung hat, und dann ist auch vorbei. Und 2 Tage im Regen in einem solchen Zelt, da ist dann auch endgültig der Spaß vorbei, weil dann ist irgendwie alles nass, trotzdem man im Zelt sitzt. Dieser Anhänger soll so sein, dass ich in einem Teil des Anhängers aufrecht sitzen kann. Und zwar wird er dann vom Boden 1,55 hoch sein und hat hier eine Tiefe von 1,20 Meter in dieser Länge. Naja, offen gesagt, male ich hier gerade keinen Anhänger, sondern einen Kasten. So, das ist ein Teil meines Anhängers. Dann gibt es ein zweites Teil und das ist auch 1,20, zwar in dieser Länge. Jetzt mal kurz mal gucken, also bis hierhin geht das hier. 1,20 und wird halbrund gebaut. Mal eben diesen Schulzirkel ins Rennen bringen. Ja, läuft. Zweiter Versuch. Das ist im Wesentlichen die Grundform. Hier kommt das Ding ein Scharnier. Jetzt haben wir hier ein Rad. Yes. Also Rad. Dieses Ding bekommt eine Bodenwanne, die hier etwa 20 cm Bodenfreiheit lässt. Und so sieht das aus, wenn es aufgeklappt ist. So kann man sagen. Hier könnte auch ein Fenster rein. Oder eben auf der anderen Seite auch eine Tür. Die Tür ist auf der Rückseite. Dieses Teil steht auf dem Boden, dieses Teil hat die Rolle. Hier kommt die Kupplung dran. Aufbauen werde ich das Ganze aus Aluminiumblech und Aluminiumprofilen. Also die Bodenwanne ist dann ein Vierkantrahmen, in dem diese Räder eingesetzt werden. Die Achsaufnahmen und Narben kommen von einem Rollstuhl, die haben Trommelbremsen und so kann ich eben auch hier eine Bremseinrichtung machen. Und die Wände des Wagens mache ich aus Polyurethanplatten, 2,5 cm stark. Es ist so grob der Plan, dass das Ganze auch eine gewisse Wärmedämmung gewährleistet. Und von außen wird das sehr mit dünnem Alublech beklebt und von innen mit sehr dünnem Sperrholz verkleidet. Ich möchte mir ja nicht ständig vorkommen, als sei ich in einem unausgebauten Dachboden untergebracht. Hier drin sitzen die Batterien und im ausgeklappten Zustand ist das 1,20 Meter mal 1,20 Meter, also knapp 2,40 Meter lang. Hier drin könnte jemand schlafen, also ich zum Beispiel. Gleichzeitig kann das, haben wir denn mal ein paar lustige Farben, dass man den Unterschied sehen kann. Vielleicht ist es rot. Mal sehen, ob der es tut.
Ja, der tut. Gleichzeitig kann man die Polster, also es sind segmentierte Polster, kann man auseinandernehmen und hier eben eine Rückenlehne machen. Ja, ein toller Kugelschreiber. Der bringt es ja richtig. Dann vielleicht grün. Rot. Wir hatten 3 Farben. Naja, dann ist das Polster halt blau. So, das ist ein Sitzpolster. Hier ist dann ein zweites Sitzpolster. Dann ist hier ein Loch. Hier sitzt auch nochmal ein Sitzpolster drin. Und auch dieser Kugelschreiber verabschiedet sich gerade. Was ist denn heute hier los? Das ist jetzt nicht so, als wenn wir keine Kugelschreiber hätten. So, hier ist also nochmal ein Sitzpolster. Und dieses hier könnte dann hier auch nochmal eine Sitzgelegenheit sein. Und wenn hier Sitzbetrieb ist, wird an dieser Wand, die jetzt zu uns zeigt, eine Tischplatte eingehängt, die eben einmal an der Wand hängt und dann einmal im Raum drin mittig einen Fuß hat, der nach unten geht. Dieses Teil hat dann hier nochmal Stauraum, der beim Zusammenklappen hier oben landet. Das ist ein bisschen doof. Also, ich muss das jetzt mal mit dem Zusammenklappen zeigen. Und also der Dreh bei diesem Anhänger ist folgender. Ich habe jetzt nochmal das kastenförmige Teil gemalt, das hier auf dem Boden aufsteht. Wenn das fährt, also wenn das zum Fahren bereit gemacht wird, dann wird das hier an diesem Punkt gedreht und stülpt sich hier über den vorderen Teil drüber, der dann hier so drin steckt. Und dadurch erreiche ich folgende Sachen. Erstens, der Anhänger ist kürzer. Der ist nur 1,55 Meter lang, wenn er so zusammengeklappt ist. Zweitens, der Anhänger ist im Vergleich zu einem anderen Modell, an dem ich mich orientiert habe, das war der White Path Camper. Der ist ein Konstrukteur hatte auch eine Klappidee im Sinn. Das ist ein kommerzielles Produkt, zu dem ich auch verlinken werde, denn wenn man schon eine Idee klaut, kann man wenigstens auch zugeben, wo. Im White Path Camper kann man auch aufrecht sitzen, aber der hat eine durchgehende Bodenfreiheit in Achshöhe. Das heißt, die haben einen 20 Zoll Rad, das heißt, es ist etwa 25 Zentimeter vom Boden Bodenfreiheit. Und dann kommen da nochmal 1,50 Meter drauf. Das heißt, der Anhänger ist, wenn er zugeklappt ist, 1,80 Meter etwa hoch. Ich erreiche die Sitzhöhe, also diese magischen 1,55, die ich gerade gesagt habe, darüber, dass ich ein Teil klappe, das sich auf den Boden setzt. Dadurch habe ich diese Höhe zusätzlich noch dabei und kann eben hier drin aufrecht sitzen. Und hier kann im Prinzip auch jemand sitzen, aber der sollte nicht ganz so groß sein, weil die Person wird sich hier sonst die Rübe stoßen. Der Anhänger ist nicht nur der Batterieträger für das Fahrrad, sondern er bekommt auch Solarzellen. Und zwar, ich mache das nochmal, wenn er so zusammengeklappt ist, sind die hier und hier. Also sitzen die hier drauf. Und hier drauf. Fenster hat das Ding also nur zur Seite. Hier oben drauf kommen diese laminierten Folien-Solarzellen. Wenn es zugeklappt ist, ist in diesem runden Teil natürlich nichts los. Und dann hat man nur hier und hier eine Solarzelle. Es ist halt irgendwie so, die Dinger haben 1,20 Meter auf 55 Zentimeter. Dann hat man 150 Watt Solarzelle nach Behauptung des Herstellers. Und 55 cm ist zu schmal für meinen Anhänger. Ich möchte 2 nebeneinander packen pro Fläche. Also wird der 1,10 Meter etwa breit, vielleicht etwas mehr. Und hat dann eben hier 2, da 2 und da 2 Solarzellen drauf sitzen, um möglichst viel Energie daraus zu holen. Warum bin ich so scharf auf Strom? Ich möchte daran arbeiten mit dem Laptop. Ich möchte auch damit unter Studiobedingungen arbeiten, nur halt nicht in einem Anhänger. Also er heißt zwar Velo Studio, aber es ist genau genommen eine Transportmöglichkeit für Studiomaterial, Blitzanlage, Stative, Fotohintergrund und kann eben
weil hier auch ein Wandler reinkommt, den Strom zur Verfügung stellen, den ich für Studioarbeit brauche. Das ist auch schon so eingesetzt worden, allerdings hat sich da nicht die Möglichkeit gegeben, das zu filmen. Das werde ich später noch nachliefern. Gleichzeitig möchte ich hier auch Strom zur Verfügung haben, um dann die gewonnenen Bilder mit dem Laptop bearbeiten zu können oder halt einfach überhaupt da drin arbeiten zu können mit Licht und Strom. Und das liefern eben auch die Batterien, die hier reinkommen. Wenn wir das Ding jetzt von der anderen Seite anschauen, dann gibt es hier einmal ein Teil, also das vordere Teil. Das ist hier etwas über 1 Meter breit, 1,10 Meter, hat den Body nach hinten, 1,20 Meter. Hier drin sitzen auch die Räder. Die Räder sind in diesen vorderen Teil zurückgesetzt. Das heißt, die Bodenwanne und der eigentliche Tragrahmen ist dann ist es die Innenkonstruktion und hier ist auch gleichzeitig die Bodenwanne. Die Fläche, die ich jetzt grau schraffiere, ist als Bodenwanne nutzbar, damit der Gewichtsschwerpunkt dieses Anhängers so tief wie möglich liegt. Fahrradanhänger haben so eine leichte Neigung zum Umkippen. Ist ja auch mehr so, als wenn man einen Kleiderschrank hinter sich herzieht. Der zweite Teil wird hier, auch sagen wir mal 3 Scharnieren angehängt, sitzt hier und ragt hier über. Ist dann auch irgendwas 1,20 lang. Hier kann eine Tür hinkommen. Hier ist dann nachher wieder ein Fenster drin. Und hier ist eine Sitzbank und hier sitzt dann der Tisch. Hier sitzt dann die Deichsel zum Fahrrad. Und hier drauf 2 Sonarpaneele. Hier sitzen auch 2. Einfach nur um die Sache rund zu machen, kommen hier auf dieses Teil auch 2 drauf. Und die Leistung bei optimaler Ausrichtung zur Sonne wären hier tatsächlich 600 Watt. Ich habe mir so überlegt, dass die Solarzellen eben mehr in die Batterien reinstopfen, als am anderen Ende rausgenommen. So, fertig. Mein Flivertüt ist durchkonstruiert. So, irgendwie muss man ja mal anfangen. Also heute biege, klebe, niete ich den Rahmen für das vordere Modul. Dafür habe ich dieses Alu-Vierkant-Element ausersehen mit 4x4 Querschnitt, Bandstärke 2 mm. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Jetzt bleibt die große Frage, wie ich das hier verbinden soll. Der Rahmen soll nachher ordentlich halten. Die Idee war, das zum einen zu kleben und zum anderen zu nieten. Nieten, um eine kurzfristige Fixierung der Klebestellen zu erreichen. Das heißt, die Haltbarkeit wird über einen Klebstoff erzeugt, über den hier. Das ist Scotch Welt 490. Das ist ein Epoxy-Adhesivkleber auf Wasserbasis, der, die Firma behauptet, für den Flugzeugbau entwickelt wurde. Um diesen Kleber zu verarbeiten, braucht man so eine Applikationspistole und da kommt so eine Mischdüse drauf. Die Eigenschaften von dem Kleber sind so, dass der, wenn der aufgebracht ist, eine offene Verarbeitungszeit von 45 Minuten hat. Und ich gleichzeitig hier mit Aluminium arbeite, das heißt, wenn ich den jetzt hier auf dieses Zeug da auftrage, dann trage ich den nicht auf Aluminium auf, sondern auf Aluminiumoxid. Dieses Aluminium hat natürlich genügend Zeit zum Oxidieren gehabt, denn genau genommen braucht es dafür knappe 10 Minuten. Und wenn ich eine gute Klebung erreichen möchte, dann geht das nicht, wenn ich den Kleber direkt auftrage, sondern ich muss ihn auf eine frisch gereinigte Aluminiumoberfläche auftragen. Vermutlich wird die innere Fläche nicht so gut klebend gemacht werden können. Ansonsten ist hier eine Klebefläche, hier eine Klebefläche, da, da, da und da. Und dann der Klebstoff ist jetzt auch nicht dringend
hautfreundlich. So, der quillt jetzt hier ein. Sieht man. Den gibt es in weiß und in schwarz. Ich habe, weil das Zeug jetzt nicht so richtig billig ist, die Kartusche kostet 15 €, den Klebstoff als gebrauchte Restchargen gekauft. Denn die 15 € sind schon der Preis für die Restcharge. Das Zeug kostet, glaube ich, neu noch ein deutliches Stück mehr. Und das jetzt gekaufte Material ist noch etwa ein Jahr haltbar. Ich hoffe, dass wir das innerhalb dieser Zeit geregelt kriegen. So, nächste Klebefläche. So, gleichzeitig, dadurch, dass ich den Kleber jetzt auftrage, versiegel ich die angeschmägelte Aluminiumfläche. Das heißt, die kann jetzt nicht sofort wieder korrodieren. So, mal gucken, will das ineinander gehen? Ja, will es. Damit dieses Ding hier untertaucht, muss ich es dann doch wieder ein bisschen zurückbiegen. So. Und dann geht das hier ineinander. Einziger Haken, es hat noch eine gewisse Elastizität, wie man sieht. Jetzt habe ich einen bunten Fuhrpark von Schraubzwingen. Jetzt müssen wir mal gucken, sind wir denn in irgendeiner Form auch rechtwinklig unterwegs? Nein, nicht ganz. Oder? Ja, doch, irgendwie schon. Aber es ist hier etwas verbogen. Das Kamerabild wird jetzt gleich etwas wackeln. Jetzt ist besser. Ja, es ist rechtwinklig. Wir lassen das jetzt erstmal so fixiert und machen hier an den Seiten die Bohrung. Folgendes Problem. Die Blechzungen liegen hier auf der Innenseite nicht dicht an. Deswegen ist natürlich die Frage, wie komme ich daran? Das mache ich folgendermaßen. Ich mache jetzt hier in die Mitte eine Bohrung von 4 mm. Drin. Jetzt gehe ich so ein bisschen schräg, weil das Blech ja nach innen schräg steht. Jetzt habe ich das Blech gefunden. Die Verbindung, die nachher hier reinkommt, ist eine 5 mm Niete. Deswegen bohre ich das Außenloch schon auf 5, damit der Trick, den ich mir ausgedacht habe, auch gut funktioniert. So, ich habe eine Schraube, das ist eine sehr lange Blechschraube. Und diese Blechschraube, also die hat im Gewinde einen Durchmesser von etwas unter 4 mm. Und die soll jetzt für mich das Blech, was da drin sitzt, heranziehen. Einen Qualitätsakkuschrauber reinsetzen, Loch suchen. So, jetzt ist es rangezogen. Jetzt kann ich die eigentlichen Verbindungen machen. Und jetzt kommt mein neuer Web ins Spiel. Das ist dieses Ding hier. Das ist ein Teil, das Nieten setzen kann. Ich breche mir nämlich regelmäßig mit diesen handgesteuerten Popnietenzangen die Pfoten ab. Das funktioniert so. Man macht die Niete rein. So, jetzt ist sie drin. Umschalten. Ansetzen. Gut. Und raus kommt sie, wenn man die wieder entgegenstellt. Und das geht wieder raus. Ich habe immer Probleme damit, wenn ich mit so einer manuellen so, zu guter Letzt muss diese Schraube hier wieder raus. Jetzt wird das Loch noch auf ordentliche 5 aufgebohrt, denn innen hat das ja noch den Durchmesser von der Schraube. Und sitzt. Damit hätten wir die Veranstaltung hier schon mal winklig fixiert. Das hier hat noch
Abstand. Ja, das macht einen besseren Eindruck. So. Also damit dieser komische Klebstoff nachher hält, muss die Lücke zwischen den Bauteilen so klein wie möglich sein. Der hat zwar lückenschließende Eigenschaften, aber so der Kracher ist er nicht. So, wir haben hier unten immer noch ein kleines Problem. Hier unten muss das mehr reingebogen werden. Jetzt kommen wir hier auch ran an die Sache. So. So, jetzt kann ich auch die Schraubzwinge schon mal abnehmen. Ging auch nicht anders, weil sonst kriegt er unten keine Nieten gesetzt. Ihr seht jetzt auch, dass hier rundherum der Klebstoff rausrollen kommt. Das ist super. Ein deutliches Zeichen, dass die Nummer funktioniert. Nächster. So, was man jetzt nicht mehr sieht, ist tatsächlich das Blech, das hier drunter sitzt. Das ist relativ weit entfernt. Das steht hier in einem 45 Grad Winkel weg. Also wenn die Schraube fassen soll, muss ich relativ nah reingehen. Immerhin kann man es hören, das Ding. Und jetzt in so einem schrägen Winkel, weil ich möchte, dass die Löcher nachher einigermaßen deckungsgleich hier sitzen. Die Schraube ist auch am Start. So, jetzt zoomen wir mal. Nein, da ist das Loch schon mal nicht da. Ich sehe es ja sogar. Da muss ich hin. Das Nietenloch wird jetzt nicht so berühren. So. Die Schraube will sonst nicht um die Kurve. Die muss. Ja, man sieht das ein bisschen, die will nicht so wie ich. Also noch ein bisschen weiter. Nochmal versuchen, ohne hysterisch zu schreien. Wir sind ja auf Sendung. Ah, jetzt scheint es zu sitzen. Geht halt noch nicht rein. Warum nicht? Das ist nicht das, was ich wollte. Gut, dann greifen wir zu einer anderen Waffe. Das ist der Workaround. Eine Torx-Schraube mit ein paar lustigen Schraubenmuttern drauf, damit das Gewinde auch wirklich bis oben hingeht. Jetzt fummeln wir wieder hier rum. Ich bin im Loch. Und jetzt. Man sieht das. So, man kann sehen, die Schraube hat sich jetzt aufgerichtet. Die hat das jetzt hochgezogen. Und jetzt läuft das Programm, wie vorhin auch. So, ich auch eine. So. Und dann hier. Überraschung. Da hätten wir dann also wieder welche. So, dann ziehen wir das erstmal jetzt zusammen. Und damit haben wir unsere erste Winkelverbindung innerhalb der notwendigen Zeit geschaffen. So, die Späne mal weg. Dieser Klebstoff hat, wenn die Verarbeitungszeit abgelaufen ist, noch eine Aushärtungszeit von 24 Stunden. Danach kann er weiterverarbeitet werden. Tatsächlich voll ausgehärtet ist dieser Klebstoff tatsächlich dann auch erst nach einer Woche. Er ist wasserlöslich in diesem Zusammenhang. Ich konnte mir also meine Pfoten waschen, nachdem ich mich damit vollgeschmiert habe. Mich selber stört es jetzt nicht, dass an dieser Stelle
was Schwarzes ist. Denn mir geht es tatsächlich bei diesem Projekt an diesem Punkt um Haltbarkeit. Ästhetik ist da zweitrangig. So, das ist das bisher geschaffene Ding. Also dieser Schenkel hier ist 82 cm. Das ist die Breite des Innenteils, Außenabmessung. Hier außen werden nachher die Räder angesetzt. Und hier muss ich jetzt die Länge machen. 115, wo ist denn das? 115 ist hier. So, hier muss der nächste Schnitt gemacht werden und das Ding gekippt. Und Scheiße. Ich bin ein wenig ärgerlich. Wie viel bleibt denn übrig? Das Ding ist gar nicht lang genug. Ich hatte eigentlich, aber ich meine, Rechnen war ja noch nie meine Stärke, vorgehabt, dieses Ding hier rundum zu verbinden. Stelle aber fest, dass das gefundene Ding gar nicht lang genug ist. Was mache ich denn damit? Also das tolle Verfahren mit, wir machen das als geschlossenen Rahmen in einem Rutsch. Das kann ich mir von der Backe putzen und werde mich jetzt damit beschäftigen, dieses Teil hier zünftig abzuschneiden. Nachher suche ich im allwissenden Internet nach einem Profilstück, 6x6, 2 breit, das dann nachher noch eingesetzt wird. Und da mir 1 Meter reichen müsste, wird das hier das lange Teil auf der anderen Seite. Wir sind jetzt in einer ungleich eleganteren Situation als früher und ich frage mich gerade, warum ich das nicht sowieso die ganze Zeit gemacht habe. Zack. Und dann setze ich das hier an und leg das hoch. Das geht auch mal bei. So, die Scheiben. So etwa an dieser Stelle endet die heutige Folge jetzt auch. Die super tolle Ecke sollte auch die einzige super tolle Ecke bleiben, die ich bei dem Projekt gemacht habe. Alle anderen Sachen sind aufgeschnitten und dann so zusammengeklebt wie bei der zweiten Ecke zu sehen. Und was mich auf dem Weg zum tatsächlich funktionierenden Unterbaurahmen mit Rädern und Auflaufbremse so noch an Überraschungen angefallen hat, das gibt's beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.